Limousinen sehen alle gleich aus und sind nur dazu da, um Kilometer auf der Autobahn runterzureißen? Supercars beweist das Gegenteil. Der Maserati Ghibli weckt mit potenten Ferrari-Motoren und italienischem Design Emotionen. Amerikanische Coolness in der deutschen Hauptstadt. Der Cadillac ATS-V in Berlin. Außerdem kann er es mit Audi S5 und 4er BMW aufnehmen? Der Kia Stinger. Ein gelungener Mix aus Sportlichkeit und Langstreckenkomfort. Für viele dürfte die Nachricht immer noch etwas Neues sein. Maserati baut nicht nur Luxusautos der Oberklasse, italienisches Flair, Premium-Anmutung und atemberaubenden Sound bringt der Ghibli bereits in der oberen Mittelklasse. Er ist eine Alternative zu BMW 5er und Mercedes E-Klasse. Den von seinem großen Bruder Maserati Quattroporte kaum zu unterscheidenden Ghibli bauen die Italiener schon seit 2013. Generation 3 bekommt ein Facelift und neue Ausstattungslinien. Also wir haben jetzt für 2018 eine bewusste Entscheidung getroffen, dass wir dem Kunden noch mal deutlicher die zwei Seiten von Maserati anbieten. Da gibt es einmal die elegante Seite, verkörpert im Gran Lusso, zu meiner Rechten, und dann gibt es zu meiner Linken den Gran Sport, die ein bisschen provokativere Front, die ein bisschen mehr signalisiert, dass ich hier mit einem Sportler unterwegs bin. Beim Gran Lusso ganz bewusst der Kühlergrill mit sehr wenig extra Lufteinlass, mit sehr wenig extra Aufregung. Aber beim Gran Sport haben wir dann doch ein bisschen mehr Lufteinlässe gezeigt und können dadurch die Fahrzeuge charakterisieren außen. Natürlich auch im Innenraum Unterschiede beim Gran Sport, natürlich das Leder, werden wir beim Gran Lusso 100% Seide von Senja einsetzen, um auch da nochmal diese elegante Qualität zu zeigen. Nicht nur bei Ausstattung und Design ist der neue Ghibli überarbeitet. Auch technisch ist der Italiener up-to-date. So musste die mechanische Lenkung einer elektrisch unterstützten weichen, um aktive Assistenzsysteme wie den Lenkassistenten ins Fahrzeug zu integrieren. Der bringt den Maserati zurück in die Spur, wenn der Fahrer unaufmerksam ist. Langsam aber sicher schleichen sich die Vorboten des autonomen Fahrens in jedes Fahrzeugmodell. Bei der Lichttechnik kooperiert Maserati mit den Spezialisten von Magneti Marelli. Der ebenfalls in Italien ansässige Zulieferer baut das intelligente Voll-LED-Matrixlicht. Eigens für den Ghibli entwickelt, passt es sich den Sichtverhältnissen automatisch an. Maseratis sind Exoten auf unseren Straßen. Das liegt einerseits am Image als sündteure Sportwagenmarke und andererseits daran, dass früher die Verarbeitungsqualität nicht immer den Ansprüchen der luxusverwöhnten Kundschaft entsprach. Doch damals wie heute, Maserati baut ganz bewusst Fahrzeuge, die Emotionen wecken sollen. Für Maserati Charakter im Design zu zeigen, ist sehr, sehr wichtig. Wir sind natürlich eine italienische Marke, eine italienische sportliche Marke, und daraus natürlich ist für uns sehr wichtig, auch dann diesen italienischen Charakter zu zeigen. Es ist das Land von Michelangelo, von Leonardo da Vinci. Da ist es sehr, sehr wichtig, diese wunderschönen Formen in der Karosse zu haben. Aber auch den Kühlergrill mit dem Dreizack, dieses einzigartige Symbol, was einzigartig ist in der Automobilindustrie, das natürlich Stärke zeigt, aber von eleganten Formen umgeben ist. Emotionen weckt man zum einen über das Design, zum anderen über die Motoren. Für den Ghibli stehen 6-Zylinder-Turbomotoren als Benziner mit den Leistungsstufen 350 und 430 PS zur Wahl. Ein V6 Turbodiesel mit 275 PS ist der Einstieg in die Maserati-Welt. Und bereits ab 66.600 € kann man in dem rassigen Dreizack Platz nehmen. Das klassische Design letztendlich
ist zeitloses Design. Und zeitloses Design ist letztendlich gute Proportionen, die auch unterstützen, was das Fahrzeug kann. Und da ist die Zusammenarbeit mit dem Engineering-Team in Modena natürlich sehr, sehr hilfreich, weil in der Regel gute Proportionen bedeuten auch gute Fahrleistung. Wenn sie gut aussieht, kann sie auch gut fahren. Und wir nehmen die Linien runter und die Features runter, bis wirklich ein pures Design übrig bleibt, wo wirklich jede Linie, jede Form ihre Daseinsberechtigung hat. Im Vergleich zu den deutschen Premium-Herstellern ist der Maserati Ghibli noch nicht ganz auf dem gleichen Qualitätsniveau. Aber er ist ein Auto mit Charakter. Mit Motoren, von Ferrari entwickelt, die Arien schmettern, wie ein Opernsänger in der Mailänder Scala. Und mit feinsten Materialien im Innenraum, aus denen auch italienische Maßanzüge geschneidert sind. Der Ghibli ist ein Statement, das der Fahrer bewusst setzt, um sich vom automotiven Premium-Einheitsbrei abzusetzen. Das will auch der nächste Wagen aus den USA. V wie verdammt lässig. V wie V6. V wie verbrannter Gummi. Wie Cadillac V-Serie. Ein neuer Tag ist die perfekte Gelegenheit, sich auf etwas Unbekanntes einzulassen. Welches Auto das ist? Diese Frage stellen sich vermutlich einige beim Anblick dieses Sportwagens. Die Antwort? Ein Cadillac. Und der ist schon seit 2015 auf dem Markt. Der Cadillac ATS V. Berlin. Hippe Metropole, Hauptstadt Deutschlands und mit seinen heruntergekommenen Vierteln wohl durchaus Geschmackssache. Vor allem in Sachen Coolness-Faktor liegt Berlin aber ganz weit vorne. Genau wie der ATS V. Der einzige Unterschied? Ihn kennt fast keiner. Dabei sticht er zwischen den langweiligen Fahrzeugen am Straßenrand deutlich hervor. Auch ohne übertriebene Flügel oder Spoiler. Er strahlt den unaufgeregt lässigen Charme eines amerikanischen Profisportlers aus. Klar ist, hinter seinem Aussehen steckt mehr als nur Angeberei. Das 4,70 Meter lange ATS-V-Coupé wirkt extrem massig. Dabei ist jede Menge Leichtbau im Einsatz. Die Motorhaube mit den großen Lufteinlässen besteht komplett aus Carbonfasern. Das spart Gewicht. Der Spoiler und die 4 Endrohre sorgen bei der Rückansicht für einen selbstbewussten Look. Der Innenraum ist nicht gerade puristisch. Der ATS-V wirkt eher wie ein Auto zum Festzupacken. Alcantara sorgt für eine gemütliche Atmosphäre. Recaro steuert komfortable Sportsessel bei, die aber auch gut Halt bieten. Geheimfach zum kabellosen Handyladen, Tacho bis 330, langweilig ist anders. Nachts erwacht Berlin zum Leben. Die Stadt ist bekannt für wilde Partynächte. Perfekt für eine aufregende Zeit mit dem Cadillac.
Doch im Auspuff ist eine Dämpfung integriert, die für geringere Lautstärke bei niedrigen Geschwindigkeiten sorgt. Deswegen klingt er in der Stadt recht zahm. Den Nachbarn freut's. Bei niedrigen Drehzahlen gleitet der ATSV unberührt von den wilden Exzessen Berlins durch die Nacht. Party mit dem ATSV geht anders. Seine Nebelmaschine hat er jedenfalls immer dabei. Wer es nicht auf Qualm anlegt, rast in 3,9 Sekunden auf 100. 603 Newtonmeter Drehmoment pressen den Fahrer bei 3500 Umdrehungen in den Sitz. Der Begrenzer ist bei 6500 erreicht. Trotzdem hat man im ATSV nicht das Gefühl, in einer Rakete zu sitzen. Man fühlt sich eher wie im Jumbo, also wie im Düsenjet. Sämtliche Leichtbaumaßnahmen und knapp 1700 Kilo Leergewicht verhindern nicht, dass sich der ATSV irgendwie massig anfühlt. Dafür gibt einem das Coupé in jeder Situation Vertrauen und ein verlässliches Gefühl. Optimaler Grip, direkte Lenkung und hohe Fahrstabilität. Der ATSV liegt absolut sicher auf der Straße. Ein Sperrdifferential sorgt auch am Kurvenausgang für genug Traktion. Dieses Auto macht wirklich Spaß und wir wollen es das nächste Mal definitiv auf der Rennstrecke testen. Und es gibt eine Sache, die ihn von fast allen Konkurrenten unterscheidet. Dazu muss man auf die Autobahn. Denn der ATSV hat eine Höchstgeschwindigkeit von über 300 km/h. Gut 70.000 € kostet der ATSV. Geschwindigkeitsrausch inklusive. Vergleich: Für einen BMW M4 legt man mindestens 79.000 hin. Die V-Serie, also die Performance-Reihe von Cadillac, bietet neben dem ATSV auch noch den größeren CTSV. Mit diesen Autos muss sich Cadillac nicht vor der Konkurrenz wie M4 oder C63 verstecken. Dennoch wurden zum Beispiel im Jahr 2017 nur 86 Stück verkauft. Es wäre schön, die amerikanischen Sportler ein bisschen häufiger zu sehen. Das wünscht sich auch der Hersteller des nächsten GTs. Roter Lack, 4 Endrohre am Heck, potenter GT-Look und Rennstreckentauglichkeit. Das muss ein rassiger italienischer Sportwagen sein. Falsch gedacht. Es ist ein Kia. Und der stellt das gängige Bild von koreanischen Autos auf den Kopf. Bereits 2011 wird die Studie GT-Konzept präsentiert. Durch die positive Resonanz schöpft Kia Mut, das luxuriöse Mittelklassefahrzeug zu bauen. Kia positioniert den Stinger ganz klar gegen die deutsche Premium-Konkurrenz, zum Beispiel den BMW 440iX, also mit Allrad, oder auch einen Audi S5. Der Audi S5, der etablierte, die Business-Limousine. Fragen nach ausreichender Qualität muss er sich nicht gefallen lassen, eher nach Emotionalität. Ansichtssache. Aber wer gegen ihn ist fast automatisch für ihn. Den 4er BMW. Diese zwei streiten sich regelmäßig um den Sieg auf der Beliebtheitsskala. Eigentlich obligatorisch bei BMW Heckantrieb. Doch das 440i Gran Coupé gibt es natürlich auch mit Allrad. Klar ist, der BMW gilt immer als die etwas sportlichere Option. Audi oder BMW? Ist in diesem Glaubenskrieg überhaupt noch Platz für einen weiteren Konkurrenten? Um im harten Wettbewerb mit den deutschen Herstellern bestehen zu können, muss man sich einiges einfallen lassen.
Und optisch macht der Stinger wirklich etwas her. Er steht auf 19 Zoll Rädern. Die Karosse ist nur 1,40 Meter hoch. Luftein- und Auslässe betonen schon im Stand die Ambitionen der Gran Turismo Sportlimousine. In der GT-Version hat er Allradantrieb serienmäßig. Und unter der Haube schlummert ein turboaufgeladener 3,3 Liter V6-Motor mit 370 PS. In der Top-Motorisierung sind eine 8-Stufen-Automatik, Nappa-Leder und zahlreiche weitere Extras Serie. Der Kofferraum ist mit mindestens 406 Litern Volumen für unser Kameraequipment und Reisegepäck mehr als ausreichend. Gegenüber deutschen Herstellern punktet der Kia Stinger durch eine sehr kurze Aufpreisliste. Kia hat ja seine Modellpalette in den letzten Jahren kontinuierlich überarbeitet und vor allem übers Design auch mittlerweile sehr emotionale Attribute ins Gesicht der Marke gezaubert. Und der Kia Stinger, der setzt dem Ganzen jetzt die Krone auf. Für das Design des sportlichsten Koreaners aller Zeiten ist ein Deutscher verantwortlich: Peter Schreier. Sein Markenzeichen: Konzeptfahrzeuge fast 1:1 in Serie bringen. Er hat den Look der Marke in den letzten Jahren radikal verändert. Also die Autos, die es damals gab, oder die Produktpalette war relativ klein und die waren auch sehr neutral oder die hatten keine Identität. Und ich denke, das war was, das ist mir sofort aufgefallen natürlich. Und das ist was ich ändern wollte. Das war eigentlich mein Thema, das zu ändern und eine Marke zu machen, die eine Identität, eine Identifikation hat. Neben frischem Design soll der Stinger als neues Kia-Flaggschiff auch sportlichen Wind in die Marke bringen. Doch zwischen Idee und Serienfahrzeug liegt ein weiter Weg. Ich hatte eigentlich kein konkretes Bild vor Augen, sondern nur so eine eher eine vage Vorstellung, in welche Richtung das es gehen könnte. Sehr architektonisch definiert, sehr sauberes Design und trotzdem emotional. Das Design des Stinger soll Identität stiften. Doch Sportlichkeit und Komfort muss er jetzt erstmal auf den kurvigen Landstraßen Mallorcas beweisen. Sein langer Radstand von über 2,90 Meter kommt der Straßenlage zugute. Im Stinger unterwegs zu sein, macht richtig viel Spaß, weil der ist 4,83 Meter lang, hat einen richtig schönen langen Radstand und man kann extrem komfortabel hier über die Landstraßen gleiten. Also der Innenraum ist richtig hochwertig verarbeitet und auch gut gedämmt, also ruhig. Das sind schon Komfortmerkmale, die richtig Spaß machen und den Kia Stinger auf jeden Fall als Langstreckenfahrzeug prädestinieren. Die Reaktionen der Urlauber auf der Insel sind durchweg positiv. Daumen hoch, egal wo man auch mit dem Kia auftaucht. Als ob man in einem auffälligen Sportwagen unterwegs wäre. 15 PS mehr Leistung für 9.000 € weniger. Auf dem Papier punktet der Stinger gegenüber dem Audi S5. Aber so einfach gibt der sich natürlich nicht geschlagen. Von 0 auf 100 beschleunigt er in nur 4,7 Sekunden. Der Stinger braucht 4,9. Und dabei ist der Koreaner noch deutlich durstiger. Fast 11 Liter Super braucht der Kia laut Hersteller auf 100 Kilometer, der Audi nur 7,5 Liter. So macht der niedrige Preis gleich doppelt Sinn. Mit dem Allradantrieb zielt der Kia Stinger eher auf den Audi S5, der ja auch Quattro hat, ab. Denn Heckantrieb ist Heckantrieb und BMW-Kunden schätzen genau das an ihrer Marke. Wer auf den X-Drive verzichtet, spart sogar 2.500 €. Doch der gemeine BMW-Fan freut sich ja, wenn in Kurven das Heck auch mal leicht wird. Und er mag das Design, das allerdings wenig aufregend ist. Sich von der Masse abheben, das ist mit dem Kia Stinger definitiv leichter. Auf dem Datenblatt gleiches Bild wie beim Audi. Der BMW bietet weniger PS für mehr Geld.
Im direkten Vergleich zum Audi A5 oder auch zur BMW 4er Serie schneidet der Kia Stinger gar nicht so viel schlechter ab. Er hat aber einen entscheidenden Vorteil. Mit knapp 55.000 € fürs Topmodell ist er deutlich günstiger. Und auch gemütlich kann der Stinger. Und Alltagshelfer wie eine Rückfahrkamera sind inzwischen auch bei den Koreanern selbstverständlich zu haben. Doch bei einer Optik, die so auf Sport getrimmt ist, müssen auch Taten folgen. Was den Fahrkomfort auf der Landstraße angeht, da hat der Kia Stinger auf jeden Fall einiges zu bieten. Was aber die entscheidende Frage ist, wie sportlich ist er wirklich? Und das testen wir jetzt auf der Rennstrecke. Mit einem Kia auf die Rennstrecke? Was bisher undenkbar erschien, wird mit dem Stinger GT möglich. Der Twin-Turbomotor mobilisiert 510 Newtonmeter Drehmoment und schiebt den Koreaner in 4,9 Sekunden auf 100 km/h. Seine Sprintstärke verdankt er seinem kräftigen und drehfreudigen Motor. Während der Entwicklungsphase wurde der im Labor und auf Rennstrecken verfeinert. Wir wollen sicherstellen, dass die Haltbarkeit und das Qualitätsniveau das ist, wo es sein muss. Dafür haben wir ausführliche Langzeit-Haltbarkeitstests in Hitze, Kälte und auf Rennstrecken durchgeführt. In Manyang, auf der Nordschleife und in den USA. Und auch die Aerodynamik wurde sehr intensiv verfeinert. Die Luftführung am Fahrzeug bringt eine sehr gute Kombination aus Anpressdruck und Antrieb und sorgt dafür, dass das Fahrzeug eine ausgewogene Straßenlage hat. Auf dem Rundkurs von Mallorca zeigt der Kia seine sportlichen Gene. Der Motor peitscht den Stinger, begleitet von sonorem Sechszylinder-Sound nach vorne. Die Fahrwerksabstimmung ist ausgewogen und jederzeit gutmütig. Wer sich traut, kann den hecklastig ausgelegten Allradler sogar leicht quer durch die Kurven zirkeln. Nur in den Ecken merkt man die fast 2 Tonnen Gewicht. Doch so viel Fahrfreude hat ein Kia bisher nicht geboten. Kias bisher zu testen, war eine ganz schön trockene Angelegenheit. Denn sie haben durch die Bank eigentlich Vernunftautos gebaut. Aber jetzt hat sich das komplett geändert. Mit dem Kia Stinger baut Kia nicht nur ein optisch sehr schönes Auto, sondern auch noch eins, was darüber hinaus richtig sportlich ist, über den Motor auch emotional gut funktioniert und Emotionen weckt. Das ist schön zu sehen, wie sich so eine Marke auch mit einer neuen Markenstrategie über die Jahre entwickeln kann. Der gut aussehende Koreaner kostet mit der Top-Motorisierung rund 55.000 €. Dafür bekommt man einen gelungenen Mix aus Sportlichkeit und Langstreckenkomfort. Wem die deutsche Premium-Konkurrenz bei den Sportcoupés zu teuer ist, für den lohnt sich definitiv ein Blick auf diese schicken Alternativen.